Ach, ich weiß nicht. Hallo Anna, das klingt aber nicht sehr motiviert heute. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas, hallo an alle. Ich bin Anna. Nein, ich bin heute gar nicht motiviert. Ich glaube, ich bin die faulste Person der Welt. Ah, die Faulheit. Ein sehr interessantes Thema. Und das ist unser Thema heute. Wie man aufhört, faul zu sein. Oder besser gesagt, wie man die Prokrastination überwindet. Wir werden nicht nur darüber sprechen, sondern wir werden konkrete, psychologische Strategien lernen. Das ist eine Lektion auf B1-Niveau. Es wird also ein bisschen anspruchsvoll, aber sehr nützlich. Bitte gib mir alle Strategien, Lukas. Ich muss für eine wichtige Prüfung lernen. Aber ich schiebe es jeden Tag auf. Ich mache alles andere. Ich putze die Wohnung, ich rufe Freunde an, ich schaue Videos im Internet. Das kenne ich sehr gut. Das ist klassische Prokrastination. Die erste und wichtigste Frage ist es wirklich Faulheit? Oft denken wir sind faul. Aber Faulheit ist nur ein Wort für ein tieferes Gefühl. Meistens ist es nicht Faulheit, es ist Angst. Angst? Wovor habe ich denn Angst? Ich habe keine Angst vor meinen Büchern. Vielleicht hast du Angst vor dem Scheitern. Du denkst, die Prüfung ist so schwer, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Dieser Gedanke ist so unangenehm, dass es einfacher ist, gar nicht erst anzufangen. Oder vielleicht ist es Überforderung. Die Aufgabe für die Prüfung lernen ist riesig. Dein Gehirn sieht einen riesigen Berg und weiß nicht, wo es anfangen soll. Du prokrastinierst also, weil die Aufgabe zu groß erscheint. Weil die Aufgabe zu groß erscheint. Ja, das kenne ich. Ich sehe alle Bücher und denke, oh nein, das ist zu viel. Genau. Manchmal ist es auch fehlende Klarheit. Du weißt nicht genau, was der erste Schritt ist. Und wenn der erste Schritt unklar ist, machen wir lieber nichts. Also, es ist wichtig, dass du dein Gefühl verstehst. Es ist wahrscheinlich nicht Faulheit. Okay, also meine Faulheit ist vielleicht Angst vor dem Scheitern oder Überforderung. Das ist schon eine interessante Idee. Denken Sie an eine Aufgabe, die Sie aufschieben. Warum schieben Sie sie auf? Ist es wirklich Faulheit oder vielleicht auch Angst oder Überforderung? Okay, Anna, jetzt kommt die erste sehr praktische Strategie gegen die Überforderung. Sie heißt die 5-Minuten-Regel. Die 5-Minuten-Regel? Was ist das? Die Regel ist extrem einfach. Du nimmst die Aufgabe, die du nicht machen willst, in deinem Fall für die Prüfung lernen, und du sagst dir selbst, ich werde diese Aufgabe nur für 5 Minuten machen. Stell dir einen Wecker für 5 Minuten. Nach 5 Minuten darfst du aufhören, wenn du willst. Nur 5 Minuten? Aber in 5 Minuten kann ich doch nichts lernen. Das ist der Trick. Das Ziel ist nicht, in 5 Minuten etwas zu lernen. Das Ziel ist, anzufangen. Der Anfang ist immer der schwierigste Teil. Eine Aufgabe anzufangen braucht viel Energie. Aber wenn man einmal angefangen hat, ist es viel einfacher weiterzumachen. Nach 5 Minuten wirst du wahrscheinlich denken, ach, es ist gar nicht so schlimm, ich kann noch 10 Minuten weitermachen. Ah, das ist clever. Man überlistet sein eigenes Gehirn. Der Gedanke, ich muss 3 Stunden lernen, ist schrecklich. Aber der Gedanke, ich muss nur 5 Minuten mein Buch öffnen, ist machbar. Ganz genau, das ist die ganze Magie. Mach den ersten Schritt so klein wie möglich. Reduziere die Aufgabe, bis sie nicht mehr beängstigend ist.
Was ist Ihre große beängstigende Aufgabe? Und was ist der 5-Minuten-Anfang? Denken Sie darüber nach. Die zweite Strategie hilft, wenn eine Aufgabe einfach nur langweilig ist. Die Strategie heißt, mach es attraktiv. Die Idee ist, eine Aktion, die du machen musst, mit einer Aktion zu verbinden, die du machen willst. Etwas, das ich muss, mit etwas verbinden, das ich will. Gib mir ein Beispiel. Zum Beispiel, du musst dein Zimmer aufräumen, aber du hast keine Lust. Aber du willst deine Lieblingsmusik oder einen interessanten Podcast hören. Also sagst du dir, ich darf meinen Lieblingspodcast nur hören, während ich mein Zimmer aufräume. Ah, das ist gut. Die Belohnung kommt gleichzeitig mit der Arbeit, nicht danach. Also, für mein Lernen, ich könnte mir einen besonderen teuren Tee kochen, den ich nur trinke, wenn ich für die Prüfung lerne. Das ist eine perfekte Idee. Du verbindest das Lernen mit einem kleinen, angenehmen Ritual. So wird die langweilige Aufgabe sofort attraktiver. Das ist eine sehr effektive Methode, obwohl sie sehr einfach ist. Das erinnert mich an letzte Woche. Ich habe stundenlang nicht mit dem Lernen angefangen. Aber dann habe ich eine Freundin angerufen. Wir haben uns in einem schönen Café getroffen und zusammen gelernt. Das war viel einfacher als allein zu Hause. Genau, du hast das Lernen mit einer sozialen Aktivität verbunden. Du hast es attraktiv gemacht. Denken Sie an eine langweilige Aufgabe, die Sie machen müssen. Wie können Sie sie attraktiver machen? Womit können Sie sie verbinden? Die letzte Strategie ist für die ganz großen, monströsen Aufgaben, wie zum Beispiel für die Prüfung lernen. Wir haben schon gesagt, dass diese Aufgabe zu groß ist. Also, die Strategie ist, brich sie in winzige Stücke herunter. Kleinere Stücke machen, okay. Ja, du solltest einen detaillierten Plan machen. Es wäre eine gute Idee, wenn du dir alle Themen für die Prüfung ansiehst. Dann solltest du jedes große Thema in viele kleine Aufgaben teilen. Okay, lass uns das für meine Prüfung machen. Das große Thema ist deutsche Literatur im 19. Jahrhundert. Das ist ein Monster. Okay, deutsche Literatur im 19. Jahrhundert ist nicht deine Aufgabe. Das ist das Projekt. Deine erste kleine Aufgabe könnte sein, alle wichtigen Autoren auflisten. Okay, das kann ich machen. Das dauert vielleicht 20 Minuten. Genau, die zweite Aufgabe wäre dann, für jeden Autor die 3 wichtigsten Werke finden. Gut, das ist auch machbar. Die dritte Aufgabe könnte sein, den ersten Autor auswählen und einen Wikipedia-Artikel über ihn lesen. Siehst du, plötzlich hast du keinen riesigen Berg mehr. Du hast viele kleine, einfache Hügel. An deiner Stelle würde ich den Plan für die ganze Woche so machen. Das ist so hilfreich. Wenn ich die kleinen Schritte sehe, fühlt es sich nicht mehr unmöglich an. Es fühlt sich machbar an. Das ist das Geheimnis. Jedes große Projekt ist nur eine Sammlung von vielen kleinen, machbaren Aufgaben. Teilen Sie Ihre großen Projekte in kleine Schritte. Schreiben Sie diese Schritte auf. Das ist die beste Waffe gegen die Prokrastination. So, Anna, wir haben jetzt 3 mächtige Strategien gelernt. Die 5-Minuten-Regel, um anzufangen. Etwas attraktiv machen, um motiviert zu bleiben. Die Aufgabe in kleine Stücke brechen,
um die Angst zu reduzieren. Lass uns jetzt deinen neuen, konkreten Aktionsplan für morgen machen. Okay, mein neuer Anti-Faulheitsplan. Ich bin bereit. Okay, morgen Nachmittag. Du kommst von der Uni nach Hause. Du musst lernen. Was ist dein erster winziger Schritt? Die 5-Minuten-Regel. Morgen werde ich nach Hause kommen. Ich werde mir einen Tee machen und dann werde ich nur für 5 Minuten meine Lernbücher öffnen und die Notizen vom letzten Mal lesen. Nur 5 Minuten. Perfekt. Und wie machst du diese 5 Minuten attraktiv? Während ich lerne, werde ich meinen Lieblingstee trinken und leise klassische Musik hören. Sehr gute Idee. Und was ist die kleine, machbare Aufgabe, an der du arbeitest? Nicht das Monster Literatur. Nein, die kleine Aufgabe ist, die wichtigsten Fakten über den Autor Goethe zusammenfassen. Saunend wertvoll. Anna, das ist ein perfekter Plan. Er ist konkret, einfach, attraktiv und nicht beängstigend. Ich bin absolut sicher, dass du das morgen schaffen wirst. Anna, das ist sehr gespannt. Ich fühle mich jetzt nicht mehr faul. Ich fühle mich, als ob ich einen klaren Plan habe. Das ist ein viel besseres Gefühl. Lukas für den Zuhörer, für den letzten Aufruf. Er spricht sehr, sehr langsam. Ihre letzte Mission für heute. Es ist eine Planungsübung. Schreiben Sie uns in die Kommentare. Eine große Aufgabe, die Sie immer aufschieben. Und was ist die winzige 5-Minuten-Aktion, die Sie morgen machen werden, um anzufangen? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Pläne. Vielen Dank für diese tolle Coachingstunde, Lukas. Sehr gerne. Und danke an Sie fürs Zuhören. Denken Sie daran, Sie sind nicht faul. Sie brauchen nur eine bessere Strategie. Auf Wiedersehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das Podcast endet mit demselben kalmen, aber bestimmten Hummenton von Lukas.